Hallo, schön, dass du da bist. Komm herein. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin sehr erleichtert. Auf der anderen Seite fühle ich mich auch etwas müde und erschöpft. Denn wie du sehen kannst, sind wir umgezogen. Die letzten Wochen und Monate waren etwas chaotisch und auch sehr stressig. Die Wohnungssuche war nicht so einfach. Um ehrlich zu sein, etwas schwieriger als eigentlich gedacht. Aber in diesem Video geht es nicht um die Wohnungssuche, sondern um das Thema mein Zuhause. Also darum, wie ich wohne. Es geht um die unterschiedlichen Räume in einer Wohnung, sodass du am Ende des Videos vielleicht auch dein Zuhause, deine Wohnung oder dein Haus auf Deutsch beschreiben kannst. Aber zuerst muss ich einen kleinen Sprint einlegen. Einen Sprint zum Laptop, denn ich möchte mich für die Lingoda Sprint Challenge anmelden. Jetzt im Moment gibt es bis zu minus 20% Rabatt auf die Sprint Challenge und die Super Sprint Challenge. Damit kann ich innerhalb von 60 Tagen 30, im Supersprint sogar 60 Spanisch-Unterrichtseinheiten buchen und damit mein persönliches Spanischniveau auf das nächste Level bringen. Und das Coolste ist die 50% Cashback-Aktion. Wenn ich diese Challenge schaffe, bekomme ich sogar 50% des Preises zurück. Und um ehrlich zu sein, sind 4 Euro pro 60-minütige Unterrichtseinheit mit einem muttersprachlichen Lehrer echt ein Schnäppchen. Besonders für Deutschunterricht. Und guck mal, zum heutigen Thema, also zum Thema Wohnen, mein Zuhause, gibt es sogar auf Lingoda einen 4-stündigen Deutschkurs. Wie cool ist das denn? Du könntest also rein theoretisch im Anschluss dieses Videos deine Lingoda Deutschstunde im Lingoda Sprint buchen und weiterlernen. Wenn du also Lust hast, mit Lingoda einen Deutschsprint hinzulegen, dann habe ich für dich einen zusätzlichen 20-Euro-Gutschein, also einen kleinen Lari-Motivationsboost für deinen Deutschlernerfolg. Alle Infos dazu und den 20-Euro-Gutschein gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber nun genug geplaudert. Weiter geht's mit unserer Wohnungstour. Wir mieten diese Wohnung. Diese Wohnung ist also eine Mietwohnung und wir zahlen unserem Vermieter eine monatliche Miete. Diese Wohnung hat ungefähr 65 Quadratmeter und sie ist eine 3-Zimmerwohnung. Hier in Deutschland wird das Wohnzimmer mitgezählt. Wir haben also ein Wohnzimmer und 2 Schlafzimmer. Besonders gut gefällt mir an dieser Wohnung die Raumaufteilung, wie die Wohnung aufgeteilt ist. Denn guck mal, der Eingangsbereich ist ziemlich klein. Es geht nicht viel Platz verloren durch einen großen Flur. Stattdessen startet die Wohnung mit dem ersten Zimmer direkt am Eingang. Hier in der Garderobe im Eingangsbereich haben wir einen Einbauschrank. Unsere Jacken und Schuhe verstauen wir hier und auch unsere Taschen. Das ist ziemlich praktisch. Zusätzlich haben wir hier eine Kommode. Die Kommode mit 6 Schubladen.
die Schublade. Und natürlich darf auch ein Spiegel in der Garderobe im Eingangsbereich nicht fehlen. Und damit hat die Wohnungstour schon gestartet. Also machen wir weiter mit dem Arbeitszimmer / Gästezimmer. In diesem Zimmer haben wir 2 fest montierte Nachttische. Wir können die Nachttische nicht abmontieren, aber das macht nichts. Denn hier in diesen Zwischenraum kommt in den nächsten Tagen ein Gästesofa. Ein ausziehbares Sofa, also ein Sofa mit Schlaffunktion. Zusätzlich haben wir in diesem Raum einen weiteren Einbauschrank. Die Einbauschränke hier in dieser Wohnung waren ein großes Plus für uns. Denn damit konnten wir ein bisschen Geld sparen und es sieht einfach immer aufgeräumt aus. Ganz egal, wie chaotisch es drinnen aussieht. Und hier am Schreibtisch vor dem Laptop verbringe ich viel Zeit. Ich plane meinen Unterricht, schreibe E-Mails und plane und bearbeite natürlich meine Deutschlernvideos für euch. Wir haben ein Wohn-Esszimmer mit einer offenen Küche. Die Küchenzeile war bereits in der Wohnung. Wir mieten die Küche also mit. Das bedeutet, dass wir die Küchenzeile hier nicht kaufen mussten. Wir mussten sie auch von den Vormietern, also den Personen, die vor uns in dieser Wohnung gewohnt haben, nicht ablösen. Die Küche, die mit einer Wohnung vermietet wird, nennt man auch Einbauküche. Wir mieten also diese Wohnung mit Einbauküche. Die Küche kommt mit allen E-Geräten, also mit allen elektronischen Geräten wie der Mikrowelle, dem Herd, dem Ofen, dem Dunstabzug, dem Kühlschrank und einem großen Gefrierschrank. Im Gefrierschrank gibt es Gefrierfächer und das ist unser Essbereich. Wir haben einen großen Esstisch und 4 Stühle. Und auf dem Tisch steht eine Vase mit Frühlingsblumen. Weißt du, wie diese Frühlingsblumen genannt werden? Das sind Tulpen. Und das hier ist unser Wohnbereich, das Wohnzimmer. Wir haben ein sehr gemütliches graues Sofa und einen weißen, modernen Couchtisch. Wir haben aber keinen Fernseher. Hier an diese Wand hinter dem Sofa möchte ich noch ein großes Bild aufhängen. Vielleicht werde ich das Bild auch selbst malen. Mal schauen, vielleicht nehme ich dich ja dafür mit. Und hier an diese Wand möchten wir noch diese weißen Regale anbringen. Dafür liegt auch schon der Werkzeugkoffer hier. Im Werkzeugkoffer befinden sich unterschiedliche Werkzeuge, wie zum Beispiel ein Hammer, der Hammer, oder ein Schraubenzieher, der Schraubenzieher, aber auch eine Wasserwaage und eine Säge, die Säge.
Und diese Säge habe ich für den Boden gebraucht. Guck mal, gestern habe ich diese Holzfliesen verlegt. Und heute sieht unser Balkon so aus. Die Holzfliese. Der Balkon ist mein persönliches Highlight der Wohnung. Denn obwohl ich den Balkon im Winter kaum nutze, genieße ich den Frühling und den Sommer hier besonders. Hast du einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten in deiner Wohnung oder deinem Haus? Nun kommen wir zum nächsten Zimmer, das Schlafzimmer. Hier im Schlafzimmer haben wir ein großes Bett und einen großen Kleiderschrank. Auch dieser Schrank ist ein Einbauschrank. Zusätzlich gibt es auf beiden Seiten einen Nachttisch und eine Nachttischlampe. Und ganz wichtig für mich, einen Wecker. Ich brauche den Wecker, um morgens aus dem Bett zu kommen. Und nun kommen wir zum letzten Raum der Wohnung, das Badezimmer. Wir haben im Badezimmer eine Badewanne. Hier ist die Toilette. Die Toilette befindet sich auch im Badezimmer. Und natürlich eine Waschmaschine. Die Waschmaschine befindet sich in den meisten deutschen Haushalten auch im Badezimmer. Und das Waschbecken. Ich hoffe, dir hat die Wohnungstour gefallen und vielleicht kannst du ja jetzt schon dein Zuhause, deine Wohnung oder dein Haus beschreiben. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, in dem du all das, was du in diesem Video gelernt hast, gleich mal selbst anwendest. Ich muss jetzt mit dem Müll raus, denn der Frühlingsputz steht vor der Tür. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!